ist ein unglaublich verrücktes Gefühl, wenn die Gestaltung auf einmal in der ganzen Stadt präsent ist, auf irgendwelchen Screens und in der Stadt hängt und Kultur plakatiert und immer wieder auftaucht. Das ist wirklich, wirklich toll. Ja, die Tasche möchte ich haben aus meinem großen Bärenbanner. Ich habe mich in Amsterdam beworben und in Weißensee und ich wurde natürlich abgelehnt. Wie jeder. In der Regel wirst du abgelehnt, fällst auf den Arsch und dann kommst du wieder. Es ist eine Hürde und die muss man schaffen und wenn man das geschafft hat, dann ist das wunderbar. Weil, also ich habe es nicht geschafft und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, dann bin ich arbeiten gegangen in Frankreich, dann bin ich arbeiten gegangen in Berlin und dann habe ich einfach nochmal gedacht, ich will jetzt an diese Kunsthochschule. Und dann habe ich ein halbes Jahr wirklich nur an meiner Mappe gearbeitet und die meisten Arbeiten, die ich dann in diese Mappe getan habe, waren dann tatsächlich eher welche, die aus mir heraus entstanden sind. Also die ich nicht für Kunden gemacht habe im Auftrag, sondern die etwas über mich erzählt haben, also aus mir selbst herauskamen. Ich habe zum Beispiel eine fiktive Plattencover-Serie gemacht, einfach weil ich Bock drauf hatte. In der Ausbildung habe ich wirklich einen sehr starken Fokus auf das Handwerk, auf die technische Umsetzung der Sachen, wohingegen in der Kunsthochschule ich eher die Erfahrung gemacht habe, vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon mit sehr viel Wissen kam, wie man die Sachen umsetzen kann. Das heißt, mein eigener Fokus war nicht so sehr da drauf, aber ich habe an der Kunsthochschule eher mich sehr viel zeitlich damit auseinandergesetzt mit so Konzepten, also Ideenentwicklung, ja, also gesellschaftliche Probleme aufgreifen und gucken, wie kann man etwas verändern. Ja, das ist schon Kunsthochschule Weißensee, die da irgendwie immer wieder einen Fokus draufsetzt. Wenn man selber da nicht dran denkt, dann wird einem da geholfen an der Kunsthochschule. Nee, aber ich habe wirklich einige Arbeiten mit so sozialem Schwerpunkt gemacht. Und das sind zum einen viel die gezeichneten Reportagen, die ich gemacht habe. Da habe ich zum Beispiel anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Kunsthochschule eine gezeichnete Reportage über die Personen, die wichtigsten Personen eigentlich der Kunsthochschule gemacht, die Personen hinter den Kulissen, Hausmeister, die Reinigungsperson und die Pförtnerin. Ja, und es gab dann noch ein Semesterprojekt an der Hochschule, wo wir Reportagen über Arbeit gemacht haben. Und ich bin in ein Tattoo-Studio gegangen, habe die Leute beim Tätowieren gezeichnet. Und es ist natürlich irgendwie auch eine Form von Milieustudie geworden oder irgendwie Menschenstudie. Und trotzdem halt dieses Menschen, also das Zeichnen auf eine Haut, das ist ja auch irgendwie wieder so ein spannender Prozess, Leute zu zeichnen, die zeichnen und Leute zu zeichnen, die Schmerzen haben dabei und dieses Ganze, was ist das für eine Arbeit, wenn man die ganze Zeit mit Leuten, also Leuten Schmerz zufügt, das war alles sehr, sehr spannend und da habe ich das auch nochmal geübt und dann später nach meiner Bachelorarbeit, nach meiner Masterarbeit, habe ich dann in meiner Meisterschülerinnenarbeit wieder das Thema Reportagen aufgegriffen. Aber das war tatsächlich eine Art von Auftragsarbeit. Genau, die Fotograf-Galerie in Prag kam auf mich zu und hat mich im Prinzip damit beauftragt, eine zeitgenössische künstlerische Arbeit begleitend zu einer historischen Ausstellung zu machen,
die Fotos gezeigt hat von Irena Blühova, die eine sehr wichtige sozial-dokumentarisch arbeitende Fotografin. Und dann kam ich auf den Gedanken, dass, okay, Blühova war mehr im Land, auf dem Lande verortet und ich komme halt einfach irgendwie aus der Stadt. Und wie ist es denn eigentlich, wie sind denn die Lebensrealitäten bei uns? Und mir ist halt so bewusst geworden, so, dass ich tatsächlich sehr viel mit obdachlosen Menschen spreche in meinem Kiez, wo ich wohne, an der S-Bahnhof Wollangstraße. Um die Ecke gibt es halt die Suppenküche Pankow. Bin ich da hingegangen und wurde halt mit offenen Armen empfangen, wie das irgendwie oft so ist. Dabei ist halt so das Spannende, dass man mit der Zeichnung sehr gut, sehr dicht an Menschen rankommt. Wir sind ja jetzt hier im Wolf-Kino und das ist für mich ein richtig magischer Ort eigentlich, weil den eine sehr, 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 sehr gute Freundin von mir ins Leben gerufen hat. Und ich von Anfang an, von der Entstehung des Kinos hier dabei war. Und zur Eröffnung habe ich ihr diesen Wolf auf das Fenster gemalt und geschenkt und der wird hier in Ehren gehalten und hängt hier. Ja, schlussendlich ist es ja auch der Ort hier, weswegen ich eigentlich zur Berlinale gekommen bin, weil Verena, die dieses Kino gegründet hat, im Filmauswahlkomitee tätig war für die Berlinale jahrelang und daher einen guten Draht hatte zur künstlerischen Leitung, also zu Carlos Chatrian zuletzt. Und ja, einfach mal in einem Zwiegespräch meinen Namen hat fallen lassen, dass ich wohl gute Gestaltungen machen kann. Das erste Mal war das natürlich ein Pitch. Da habe ich 3 Entwürfe gezeigt, wovon einer dann ausgewählt wurde. Den habe ich umgesetzt. Es war Corona-Jahr. Es war alles ganz, ganz anders und durcheinander. Statt im Winter war es dann ein Publikumsfestival im Sommer und ganz klein. Und ich war den ganzen Prozess über eben die Gestalterin im Boot und dabei. Und es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben cool zusammengearbeitet. Sehr direkt, sehr auf Augenhöhe, super cool. Und die waren von der Gestaltung überzeugt und ich glaube auch von unserer zwischenmenschlichen Zusammenarbeit so sehr, dass sie mich dann direkt wieder beauftragt haben, was für mich natürlich die größte gestalterische Ehre und man möchte das natürlich sehr gerne und auch dieses Vertrauen, was dann da entsteht, was einem zugebracht wird, das ist halt sehr, sehr, sehr wichtig oder sehr wertvoll. Aber zeitgleich hat mich das auch enorm unter Druck gesetzt. Es war ein ziemlich schwieriger Prozess im 2. Jahr. Keine Ahnung, einfach, du kannst es ja manchmal auch nicht erzwingen. Manchmal kommen halt die Entwürfe nicht so, wie du sie brauchst. Und am Ende habe ich diesen Eisbär nochmal reingebracht und gesagt, so, wir können auch unseren Bären nochmal nehmen, weil wir hatten ihn im Sommer als schwarzen Bär und jetzt, wo wir Berlinale wieder im Winter machen können, brauchen wir doch eigentlich einen Eisbär. Und dann fanden wir alle diese Erzählung auch sehr, sehr gut. Und diesen sehr ikonischen Bären fanden alle gut. Und dann haben wir das gemacht. Und das war sehr cool. Mit dem Ergebnis schlussendlich, dass ich dann nach dieser Edition gesagt habe, das war jetzt wirklich toll. Vielen Dank, dass ihr mich gleich wieder beauftragt habt. Aber könnt ihr jetzt bitte ab jetzt wieder Pitches machen, damit ich nicht diesen Druck habe. Also aus heutiger Sicht, wie bescheuert kann man sein? Wieso habe ich das gesagt? Jetzt muss ich irgendwie jedes Jahr immer wieder in diesen Wettbewerb rein. Aber ja, ab da gab es dann wieder Pitches. Ja, 3 habe ich wieder gepitcht. Ja, 4 habe ich gepitcht. Ja, 3-mal unter der alten Leitung. Und dann ist es natürlich jetzt, nachdem
künstlerische Leitung gewechselt hat. Für mich ein ganz, ganz toller Moment, dass ich dann in dem Pitch wieder ausgewählt wurde. Also nicht ich, sondern mein Entwurf wurde wieder gewählt. Sogar mit der neuen Leitung, was wirklich ein ganz, ganz toller Moment ist.